28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Oh, Mama Mia. 4 Finaltickets. Yes. 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rice, Feel the Difference und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 5. Episode und damit zur ersten Folge in Gruppe C. Einen glasklaren Favoriten sucht man hier vergeblich. Auf Grundlage der jüngeren YPC-Historie haben aber 3 Angler die Nase leicht vorn. Als erstes ist da Anton Holzleitner. Der beste Newcomer aus der vergangenen Staffel startet erneut für den deutschen Routenhersteller Sportex und will einen weiteren Schritt machen, um nach The One and Only Herbert Ziereis die nächste Raubfischlegende des südlichsten Freistaats zu werden. Dabei bekommt es der Altöttinger diesmal schon in der Vorrunde mit einem der letztjährigen Mitfinalisten zu tun, dem Zander-Spezialisten Veitwilde von Seika Pro. Und der dritte im Favoritenkreis, Enrico Di Ventura, der seine LMAB-Ära zuletzt mit dem YPC-Boot-Titel krönte und bei diesem Turnier nun erstmals für seinen neuen Arbeitgeber Fox Rage antritt. Im Gegensatz zu Enrico auch weiterhin im LMAB-Trikot fischt Kevin Imhoff. In 2024 verpasste der Street-Fishing-Experte das Halbfinale um gerade einmal einen halben Punkt. Mal sehen, ob er beim Zweitversuch nun das nötige Quäntchen Glück erzwingen kann. Die Konkurrenz schätzt den Gummersbacher jedenfalls nicht umsonst sehr hoch ein. Etwas mehr Fortune könnte auch César Valladares vertragen, der bei seinem ersten Bankstart im letzten Jahr mit antimediterranem Wetter und hochwasserbedingtem Spotmangel zu kämpfen hatte. Ehrlicherweise sieht's meteorologisch auch diesmal anspruchsvoll aus. Der Katalane ist aber zumindest besser vorbereitet. Neben diesen 5 bekannten Gesichtern erwarten euch außerdem 2 Neulinge. Wobei ganz neu ist Sven Patzak natürlich nicht. Nach mehreren Boot-Teilnahmen geht der Anlagenmechaniker nun aber auch erstmals vom Ufer für Hearty Rice an den Start. Für Fabian Frenzel wiederum ist der YouTube Predator Cup echtes Neuland und er selbst der absolute Exot im Teilnehmerfeld. Als Lieblingsköder hat der zweifache Weltmeister im Brandungsangeln den guten alten Wattwurm angegeben. Glücklicherweise kann sich der Niedersachse aber auch mit einigen Kunstködern seines Ausstatters Berkeley anfreunden. Damit wisst ihr, mit wem ihr es zu tun habt. Enrico, Anton, César und Fabi beginnen in Zone 2. Veit, Kevin und Sven in Zone 4. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge YPC 2025 in der Gruppe C. Ich bin auf dem Weg zum Wasser, die Sonne scheint mir ins Gesicht und mein Ziel ist es heute erstmal einen Zander zu fangen. Herzlich willkommen zum YPC. Ich starte in Zone 2 und so langsam kommen wir dem Spot näher. Wir haben noch 3 Minuten zum ersten Spot des Tages. Es wird ein Zanderspot sein, mit vielleicht ein bisschen Glück auch als Beifang ein Hecht. Aber erstmal müssen die Zander beißen. Natürlich hat das Wetter gewechselt heute von bewölkt auf sonnig. Das lieben die Zander ja ganz besonders. Aber jetzt steigt die Spannung, nicht nur bei mir hoffe ich, sondern auch bei allen Teilnehmern und auch bei euch. Bisschen noch am Schwanken mit mir, was wir genau machen. Wir fahren jetzt erstmal eine Runde an den Fluss. Testen wir da ein paar Stellen und dann schauen wir mal gegen Mittag, was wir tun. Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist wieder soweit, YPC 2025. Ich bin natürlich wieder dabei.
Der Plan steht, wir gehen jetzt sofort auf Zander. Die ersten 1 Stunde bis 1,5 Stunden brauche ich 1 oder 2 Zander. Dann geht es zum Hechtfischen am Polder und am Schluss vielleicht dann nochmal ein Zander oder nochmal Barsch. Drückt mir die Daumen. Ich bin jetzt langsam echt nervös. In 15 Minuten geht's los. Aber ich bin ganz guter Dinge und jo, wir sehen uns gleich, hoffentlich mit Fisch. Herzlich willkommen zum YPC Bank 2025. Ich bin jetzt hier zum ersten Mal dabei. Echt ein bisschen nervös, dass die Spots laufen. Aber meine beiden Kinder, die haben mir einen kleinen Glücksbringer fertig gemacht. So ein Shirt hier. Damit geben sie mir richtig viel Kraft, das hier auch durchzustehen. Wollen wir mal gucken, ob das auch alles klappt. Ja, ich ziehe es mal an, damit es auch Glück bringt. Ja, danke, Hanna und Emma. Und dann wollen wir mal gucken, ob es hier klappt. Hier versuchen wir gleich einen großen Zander zu fangen. Kleiner Spot unter der Brücke. Wünscht mir Glück, viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen Action zeigen. Einfach schön. Auch Veit hat sich in Sachen Mode etwas einfallen lassen. So, in diesem Jahr mal mit Watstiefeln statt Gummistiefeln. Mal sehen, was es hilft oder ob es hilft. Ich werde sie aber tatsächlich brauchen. Wir haben hier in diesem Flussabschnitt einen gewissen Tineneinfluss und da wir gestern einen sehr, sehr starken Wind hatten aus westlichen Richtungen, das bedeutet, es drückt viel Wasser aus Richtung Meer rein, ist der Wasserstand hier noch ein bisschen erhöht. Also ich glaube nicht, dass es jetzt hier wirklich so richtig gestiegen ist, also dass jetzt das Wasser in dem Sinne durch Regenfälle hochgekommen ist, sondern dass es wirklich durch die Tide hier ein bisschen höher ist als normal. Ob sich das jetzt positiv oder negativ auswirkt, wird sich zeigen. Ich gebe auf jeden Fall alles und der Angeltag hat noch nicht mal begonnen, also ganz ruhig bleiben. Ja, ihr seht ja, ich bin hier jetzt mit einem kleinen Routen-Setup unterwegs. Ich habe 3 verschiedene Montagen, einmal Kickback, wie ihr ja schon vom letzten Jahr kennt, einmal ganz klassisch mit dem Jig und einmal mit dem Dropshot. Ich habe hier 3 verschiedene Routen dabei. Einmal eine etwas längere, wo ich einfach ein bisschen weiter werfen kann mit kurzen Würfen. Hier die Rival, die kennt ihr letztes Jahr schon vom YPC. Die haben wir jetzt, da die so gut angekommen ist, auch in Serie gebaut. Und hier die kürzere Rival, einfach verschiedene Längen, damit man verschiedene Würfe machen kann und verschiedene Methoden fischen. Hello guys, welcome to YPC 2025. Fish team here, Cesar Valladares. Yeah, one more year here. Last year was completely awful for me, but this year we have a good plan. Training was pretty good, and I'm pretty confident we're going for Sander. Our plan today is Sander and Pike. Okay, perch can be, but yeah, I'm going all in for big Pike and big Sander. Meine Strategie ist erst einmal auf den Zander zu setzen. Dafür mache ich klassisches Jiggen, hier mit dem Gummifisch, das ist der Sick Flanker in der Farbe Perch. Bei der Wassertrübung hier in diesem Kanal, wo ich angel, ist das auf jeden Fall eine gute Farbe. Und als Route verwende ich die Fantasista Nano. Das ist eine Route mit einer schnellen Aktion, also genau das Richtige zum Zanderjiggen. So, eigentlich wollten wir direkt ja unter der Brücke starten. Jetzt haben wir hier die ganze Zeit noch gewartet, weil wir ein bisschen zu früh am Spot waren. Und jetzt haben wir vermutlich gerade Rapsen geraubt. Und die werde ich jetzt natürlich erstmal versuchen, mit dem Topwater-Köder abzugreifen. Das machen wir mal in 5 Minuten und wenn das nicht klappt, dann gehen wir zum Spot. Ja, wünsche mir Glück. I can cast. Okay. Erster Wurf. Let's go. Okay, Leute. Erster Wurf gleich verkackt. An der Sprungwand. Zu nah dran. Der könnte passen. Jetzt erster Wurf. Eigentlich könnte ich jetzt anfangen um 8 Uhr, aber es kam hier ein fettes Boot mit Vollspeed an und ich muss erstmal meinen Kescher in Sicherheit bringen. Der Wellenschlag ist gut für Zander. Immer optimistisch bleiben.
In den Morgenstunden fokussieren sich die meisten auf den lichtempfindlichsten Zielfisch. Bei Anton sieht's unbequem, dafür aber vielversprechend aus. Ja, ihr seht ja, ich knie hier unter der Brücke und mache jetzt erstmal ein paar Würfe vor den Füßen mit einem kleinen Jigkopf, 3 Gramm, mit einem 10er Gummi und versuche jetzt hier erstmal einen wegzujiggen. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann stelle ich gleich mal auf Dropshot oder Kickback um. Und ja, hier ist halt echt präzises Werfen gefragt auch. Und absolute Konzentration. Oh, mein Herz, Leute, mein Herz. Ich bin richtig aufgeregt. Oh, nein, oh, da war ein Biss. Oh. Okay, also Fisch ist da. Aber war, glaube ich, nur ein kleiner. Der hat mir kurz hingelegt. Ich fische den Sigflenker in 10 cm an einem 7,5 Gramm Jigkopf. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Größe, die ganz gut zueinander passt und harmoniert. Und auch die Absenkgeschwindigkeit hier am Spot ist nahezu perfekt. Oh, da war, glaube ich, ein Anfasser. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Grundkontakt war oder ein leichter Anfasser. Können manchmal aber auch Weißfische sein. Hier an dem Spot sind auch relativ viele kleinere Fische unterwegs. Nicht zu sehen, könnte ein Weißfisch gewesen sein. Jetzt konnte ich mich hier mal ein bisschen weiter nach vorne wagen. Ich fische hier am Prallhang der Bunne. Die ersten Würfe hier weiter im Kessel drin haben noch keinen Biss gebracht. Aber hier habe ich jetzt so den Bereich, wo das Wasser auch ein bisschen strömt und sich bewegt. Das mögen die Räuber jetzt. Mit meinem Lipless Crank fische ich jetzt erstmal wie mit einem Gummifisch in kleinen Sprüngen über den Grund. Die letzten Meter kurbel ich ihn aber immer ein, um Hänger zu vermeiden. Ist so ein Köder, den man meistens nur für wenige Würfe fischen muss, weil die Erfahrung hat gezeigt, wenn der Fisch drauf reagiert, dann meistens sofort. Wir werden jetzt immer so ein bisschen tauschen. Ich werde auch immer wieder so ein bisschen Topwater fischen. Ich habe jetzt hier den Dog Vibe dran, den White Tiger, ne, weil ich die weiße Silhouette von unten sehr gut finde. Hat sich auch im Training bewährt. Also ich tausche immer die Routen. Ne? Entweder nehme ich den Jig Spinner oder ne, einen Oberflächenköder, um einfach vielleicht die 10 extra Punkte für den Fisch dann noch abgreifen zu können. Also ihr seht, ich animiere den immer schön über die Route. Dann springt er immer schön nach rechts und links. Macht kurz Pause. Das sollte man immer machen. Ne? So flache Bereiche, ruhig immer mit dem Oberflächenköder abwerfen. Wir haben uns ziemlich früh morgens, dann stehen die noch da im Flachen und jagen. Ist jetzt noch ein Angler gekommen? Das glaube ich wohl nicht. Er hat einen Fisch. Jetzt fängt er den Fisch da auch noch mal an. Auch einen großen Fisch. Kann ich nicht glauben, Mann. Wir gehen da sofort hin, weil der drillt dann nachher hinten die Spundwand weg. Wir laufen da sofort hin. Fisch. Klein. 46. Okay Leute, 46er Zetti. Jetzt ganz schnell zurück und dann geht's weiter. Ich habe extra gefragt, weil ich das in Ruhe ausangeln wollte hier. Dass sich diese impertinenten Freizeitangler gerade an diesem Morgen an die Flussstrecke des Maestros begeben. Dabei hatte Enrico am Vortag noch Karma-Punkte gesammelt. Ich mache jetzt gleich mal einen Köderwechsel. Ich habe jetzt die ersten 10, 15 Würfe gemacht. Natürliches Modell. Und jetzt wechsle ich mir auf ein schockiges. Der Enrico hat mir gestern noch einen meiner Lieblingsköder gegeben. Schauen wir, ob mir der Glück bringt. Fisch. Auf den ersten Wurf sofort.
Der ist gar nicht schlecht. Jawohl. Der ist gar nicht schlecht. Ja, geil, 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 geil. Jawohl. Leute, er ist im Kescher. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Erster Wurf mit Enrico seinem Köder. So geil. Boah, das ist ein schöner mit 50er. Geil, geil, geil. Oh. Aber ihr seht, Köderwechsel ist oft echt wichtig. Ich habe jetzt echt 10, 15 Würfe am gleichen Spot gemacht. Und jetzt... Ja, Mann, ja, Mann. Geil. Köder ist auch schon draußen. Enrico, danke, Mann. Fisch liegt vorne an. 53. Ja, Leute. Geiler, geiler Zander. 53. Der ist wichtig, der ist richtig wichtig. Wir machen jetzt noch ein paar Würfe, vielleicht kommt noch ein schönerer. Geil. Der Start ist gemacht, Leute. Geil. Hier auf die, ja, ich nenne es mir alte YPC, die jetzt in Serie gegen die Rival RV 2301. Geil, geil, geil. Oh, da war der nächste Kontakt. Jo, boah, geil. Der nächste Zander beim Leiern jetzt. Beim Leiern. Oh, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Jawohl, Leute, jawohl! Oh, habt ihr das gesehen? Ich habe einen Biss beim Leiern, weil es hier so flach ist. Gummifischleiern funktioniert sogar am Tag, Leute. So geil. Ist ähnliche Größe, aber ich freue mich so. Ja. Oh. 51, oder? Oh. Ein Traumstart für mich. Richtig geil. Mega. Schöner 51er. Der ist wichtig, der ist ganz, ganz wichtig. Ah, geil. Ich bin so happy. Der geht jetzt schnell zurück und dann machen wir gleich wieder weiter. Aber ist das nicht faszinierend? Ich mache hier 10, 15 Würfe mit einer Köderfarbe. Ich mache 3 Würfe mit dem und ich habe sofort 2 Fische. Es ist echt krass. Also Leute, ihr seht, Köderwechsel von natürlich auf schockig machen wir echt eine wichtige Sache. Im Training war hier zum Beispiel nur natürliche Farbe. Das ist ganz komisch, tagesabhängig. Top-Start für Anton und grundsätzlich wirken die eigenwilligen Stachelritter bisher recht beißfreudig. Zumindest, wenn man ihnen die Köder eines bestimmten Herstellers vorsetzt. Fisch. Flöte. Der war jetzt zu klein. Und der nächste. Jawohl. Boah, Leute, was ein Biss. Sag mal. Boah, ey, das ist ja komplett irre, oder? Oh, der ist auch echt schön. Leute, was ist denn hier unter der Brücke los? Wie krank, Mann! Ja, Mann, was ist hier los? Alter, geil! Und auf diese leichte Route kommen die Einschläge so geil durch. Das ist mega, mega geil. Boah, Leute, den messen wir jetzt erstmal. Schaut mir, wie die Teile weghauen auf einen 3-Gramm-Kopf. Das ist einfach nur crazy. Und der hat 61. Traumfisch, Traumfisch, geil. Drei starke Zander innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Es ist echt, läuft wie im Schnürchen. Ich mache jetzt weiter. Vielleicht fange ich noch mit 60er und dann können wir tatsächlich zum Hecht fischen, weil mit den Zandern im Board bin ich wirklich mehr als happy. Und da kann ich guten Gewissens auf Hechte gehen. Also einer wäre noch schön in der 60er-Kategorie. Und dann brechen wir es hier ab. Geil! Knapp 20 Minuten, 3 Fische. Als Konkurrent wäre mir die Lust da schon ordentlich vergangen. Kevin macht's genau richtig. Soll ich gucken, was für Fische gekommen sind? Nee. Interessiert mich nicht. Ich konzentriere mich auf meine Sache. Und alles andere würde mich, glaube ich, nur durcheinander machen. Gerade weil die Trainingstage an Zone 4 nicht so dolle waren. Ich würde mich heute schon über einen Fisch freuen. Über einen zählbaren Wertungsfisch. Bin froh, dass ich den Zander habe. 46, wer weiß, wozu der am Ende gut ist. Man weiß es nämlich nicht.
Wenn nämlich jetzt das Wetter so sonnig bleibt, kann schon auch sein, dass die nicht mehr so gut beißen. Vielleicht muss ich schneller und ein bisschen mehr Druck fischen. Probiere ich gleich mal aus. Wobei ich den Sandshad brutal gerne fische. Der hat jetzt auch schon 2 Kontakte gebracht, also so ganz verkehrt ist er nicht. Gerade in der Farbe, das Weiß in dem Bauch, dieses Perlmutt-Weiß in dem Bauch, das sieht man halt dann doch unter Wasser sehr gut. Dann so Brauntöne sind eh immer gut, egal in welchem Wasser, in welcher Trübung. So, das hat nicht geklappt, aber das war auch nur so eine Zwischenentscheidung. Wir werden das aber nachher trotzdem noch mal versuchen. Wenn wir wieder zum Auto gehen, werde ich noch mal ein paar Würfe hier machen, auch noch mal ein bisschen jiggen. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Brücke und versuchen da den Zander zu fangen. So, los! I was trying with the paddle tail with the S Petit soft side, but now I'm trying with our B tail, the S Petit soft jerk. This is the 6 inches size. Yeah, we got a really nice fish using this setup. Small jig heads close to the head and work really good for sander. So maybe now this spot was hammered with paddle tails. So different approach. We will see. Because the training was like first catch, boom, boom, boom. 20 Minuten vergangen. Leider keinen einzigen Biss bekommen. Das kann jetzt 2 Gründe haben. Einer wäre, dass einfach kein Fisch hier in der Buhne gewesen ist. Der zweite Grund, dass sie schlecht drauf sind. Ich weiß nicht, ob die anderen schon etwas gefangen haben, aber ein paar Mal hat mein Handy schon vibriert. Das könnte also durchaus sein. Der Kameramann nickt auch gerade. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, ich will es jetzt mal noch nicht unter absoluten Fehlstart verbuchen. Wir wechseln jetzt schnell den Spot. Buhnhopping ist angesagt. Meine Empfehlung generell für euch auch beim Angeln in der warmen Jahreszeit, speziell auf Zander, wenn die Bisse auf so einer Buhne ausbleiben, dann nicht lange fackeln, sondern lieber zu einer anderen fahren. Das tue ich jetzt. Das ist sowas von nice! Vom 17. bis zum 25. August feiern wir die Nace Week und in diesem Jahr ist jeder ein Gewinner. Denn ab 50 € Warenwert landet automatisch ein Maze Runner M 18 Gramm in dem unschlagbaren Dekor D02 in deinem Warenkorb. Und ab 100 € Warenwert gibt es anstatt des Maze Runners sogar einen Mad Max 95 SR nach Wahl on top. Einfach Produkt in den Warenkorb, im Pop-up-Fenster das Wunschdekor auswählen und bestätigen. Fertig. Natürlich gibt es auch einen Hauptpreis. Als Hauptgewinn winkt ein unvergesslicher Dreh- und Angeltag für unseren Hecht und Barsch YouTube-Kanal mit Dustin, Toni und Daniel. Also, worauf wartet ihr noch? Mitmachen und gewinnen. Natürlich nur auf hechtundbarsch.de. So sieht er aus dieses Jahr. Erstmalig im Hochformat und designt von Nace-Botschafter und YPC France-Gewinner Romain Maudet. Fast 250 € Warenwert, 24 exklusive Produkte von 17 coolen Brands, jeden Tag die Chance, ein goldenes Ticket zu gewinnen und das alles für nur 99,99 plus Versand. Wenn du deinen limitierten Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender wirklich sicher bekommen willst und uns zudem beim Finanzieren der gesamten Ware unterstützen
unterstützen möchtest, dann bestell den Kalender bitte nicht erst im November, bestell ihn jetzt. Dankeschön. Den Link zum Kalender findest du unten in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt auf dem Weg zurück zum Auto mal schnell geschaut. Es sind mehrere Zander gefangen worden. Petri an diejenigen. Ich angle auf jeden Fall schon mal auf den richtigen Zielfisch, aber das war jetzt die falsche Stelle. Boah, da war ein Biss. Gleiche Güte. Das würde ich jetzt mit einem Hecht nicht machen, aber mit dem Zander geht das, in dem Kescher einfach hier zu lassen. Das ist übrigens auch gar nicht so schlecht. Aber Fisch Nummer 2 und das ist noch viel besser als gar nicht so schlecht. Ja, 47. Auch den präsentiere ich euch kurz. Der will aber zurück. 47. Okay, so langsam legt sich die Anspannung. Das ist trotzdem, das Herz schlägt einem bis hier. Oh, Anton hat schon 3 Zander. Boah. Und auch einen richtig schönen dabei, einen 60, richtig guten. Stark, Anton. Das Rumgejammer. Vorher überhaupt nicht berechtigt. Das könnte er jetzt aber über mich auch sagen, weil ich hatte das schlechteste Training aller Zeiten. Ich sage euch, wenn man erstmal so die ersten 1, 2 Fische in der Karte hat, angelt man viel, ich will nicht sagen entspannter, weil der Druck ist trotzdem da, aber ruhiger. Also auch die Führung des Köders und so, das wird alles irgendwie ein bisschen normaler. Nicht so hibbelig und so. Aber ey, wenn ich eins gelernt habe in den Turnieren über die Jahre, dann ist es immer, dass der erste Tag überhaupt nichts aussagt und am Ende sich alles ändert. Ja, ist ja gut. Kurbeln ja schon mal ordentlich Fische, die Kollegen. Ich freue mich, dass auf jeden Fall ein paar Fische gefangen werden. Bei mir ist es noch nicht geklappt, aber ich bin trotzdem ziemlich zuversichtlich, dass ich auch noch einen abbekomme. Neue Buhnen und dann hoffentlich neues Glück. Ich fange jetzt hier wieder mit dem Hardbait an. Vielleicht ja diesmal gleich in den ersten Würfen ein Fisch. Gott sei Dank habe ich die Wartstiefel mit. Ansonsten wäre das heute hier schon ein bisschen problematisch geworden. Sehr schöner, ausgeprägter Prallstrom hier. Da solltet ihr mal drauf achten, wenn das Wasser wieder so richtig intensiv hier in die Buhne reindreht. An solchen Buhnen lohnt es sich absolut, den Prallhang zu fischen. Teilweise ist es also in der warmen Jahreszeit dann auch wirklich die bessere Seite. Die Zander scheinen gut drauf zu sein. Der Olli hat dann doch mal durchsickern lassen, dass schon einige gefangen worden sind. Dickes Petri, den anderen. Wir suchen einfach weiter. Ich sage, das wird echt eine zähe Angelei. Viel suchen, viel Strecke machen und hoffen, dass wir den richtigen Fisch fangen dabei. Wir gehen jetzt auf dem Hinweg, machen wir jetzt mit dem Jigspinner und danach gehen wir mit dem Chatterbait ein bisschen durch das Flache, klappern die Steine ab und hoffen, dass was kleben bleibt. Leider nichts. Versuchen wir das Ganze auf der Seite auch noch. Ich habe jetzt eben die Seite gewechselt und im Training habe ich hier ein Hecht verloren auf Twitchbait und das probieren wir jetzt gleich nochmal. Fisch. Boah, geiler Biss. Das ist wieder ein Oh, das ist ein richtig fetter Zander. Boah, leg mich am Arsch. Das ist ein 70. Boah. Ja, das ist ein 70er. Hoffentlich geht der nicht ab. Boah, geiler Fisch, Mann. Jawohl, er ist im Netz. Leute. Ja, was soll ich da noch sagen?
Eieieiei, was soll ich da sagen? Geil, geil, geil. Liegt vorne an. 68. Ja, jetzt habe ich 2 stabile 60er Zander in der Karte. Es sind erst 30, 35 Minuten um. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter fischen, weil vielleicht kommt noch mal so einer. Und dann aber wirklich zum Hechtfischen. Aber das ist absoluter Traum. Also, was soll ich da noch sagen? Das ist ein Traumstart wieder. Und es macht Spaß jetzt hier wieder mit der Rival Bass, mit der Alt-YPC-Route, sage ich mal, mit dem Twitch-Bait. Funktioniert genauso gut. Nehmt hier einfach ein dünnes Titanverfach, gibt es von Climax, 4 Kilo, reicht vollkommen aus. Und auf Zander ganz langsam twitchen. 4-5 Sekunden Pause zwischen den Twitches. Und das funktioniert. Also mega. Wahnsinn! Wenn wir die bisherige Fangrate hochrechnen, fängt Anton hier in der Vorrunde knapp 110 Zander. Klare Führung für den Bub. Und keine 5 Minuten später... Jo, und der nächste. Boah. Ist wieder ein stabiler. Der ist gut. Oh ja. Ist wieder ein Anfang 60er. Boah, der steht. Jawohl. Und eingenetzt. Was geht hier eigentlich schon wieder ab, Mann? Das ist ja wie letztes Jahr am Barschspot. Ey, Wurf auf Wurf kommen hier schöne Fische raus. Ja, der hat 57. So, der schmeißt den 51er raus. Schöner Fisch. Und der kommt jetzt gleich zurück. Ja, das hat schon mal nicht geklappt. Aber wir probieren das noch weiter hier. So schnell bin ich hier noch nicht weg, weil hier sind Fische. So, ich versuche es jetzt noch mal mit einem kleineren Köder hier, mit einem kleineren Easy Shiner. Weil ich hatte 2 Anfasser gehabt, aber die waren nicht doll. Vielleicht sind das kleinere Zander gerade hier. Ja, gestern, wo wir hier waren, waren die Rapfen ja auch nicht am Rauben. Die sind heute ganz schön on fire. Wollen wir mal gucken, ob das klappt. Und wenn nicht, werden wir gleich Barschangeln fahren und Zanderangeln. Das ist alles an einem Spot. Und dann kommen wir heute Abend halt noch mal her, weil irgendwann werden sie hier beißen. Langsam könnte wirklich mal ein Biss kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe die Buhne auch hier noch nicht auf. Werde die gleiche Taktik fahren wie auf der Buhne davor. Erst Hardbait, dann Softbait. Hier habe ich einen Fortuna-Shed dran. Auch da erst Prallseite der Buhne, dann Gleitseite. Ich versuche jetzt mal, weil hier der Prallstrom doch ziemlich hart ist, sogar mal mit 15 Gramm zu fischen. Normalerweise sind 10 Gramm da besser. Aber vielleicht wollen sie genau diesen harten Aufschlag. Wenn man erstmal einen Biss bekommen hat, dann weiß man nämlich auch, dass Zander am Platz sind. Zander sind Schwarmfische, also wo einer ist, sind auch noch mehr. An so einer Buhne lohnt es sich dann auch weiter zu fischen, aber bis jetzt ist der ausgeblieben. Ich wechsle mal den Köder auf den Köder mit ein bisschen mehr Druck vom Sandjet auf den Zander Pro Shed, wie schon am Anfang gezeigt, in Hot Olive. Absolute Klassikerfarbe. Seht ihr auch eigentlich so schon, dass das Dekor schon recht unterschiedlich ist. Der ein bisschen heller, greller, ein bisschen UV, aber trotzdem leicht durchscheint. Topfarbe. Immer eine Topfarbe für alle möglichen Gewässertypen und auch Trübungen. Damit erhoffe ich mir einfach, dass ich die vielleicht ein bisschen beißfauleren Zander jetzt doch noch mal dazu überreden kann, jetzt gerade wenn die Sonne hochkommt, dann doch noch mal zuzuschnappen. Außerdem ist es auch eine sehr gute Farbe zum Hechtfischen. Also von daher, hier irgendwo noch Hecht schon wieder? Echt, ja? Also, ihr habt es gesehen, der Kollege da hinten hat jetzt schon seinen zweiten Hecht drauf. Apropos Hechtfischen. Oh, jetzt hatte ich ein bisschen. Und der hat schon einen 96er gefangen heute. Bevor ich ans Ufer trete, ans Wasser, gucke ich mir immer den Uferbereich an und scanne ihn so ein bisschen mit der Polbrille ab. Weil manchmal liegen die wirklich platt auf den Steinen hier in einem Meter Wasser oder in 50 Zentimetern. Und bevor ich die dann spuke,
wenn ich ans Wasser gehe, checke ich das vorher gern ab. Dann sollte jeder so machen, wenn er so am Suchen ist. In so Bereichen macht es Sinn, vorher erstmal den Uferbereich abzusuchen, bevor man sich den Fisch verschreckt. Also ich muss sagen, Barschangeln ist nicht so meine Lieblingsbeschäftigung, weil ich finde, das ist so ein Fisch, da muss man schon so ein bisschen Aufmerksamkeit geben, viel drumherum wissen. Jeder hat so seinen Angstgegner und meiner ist eindeutig der Barsch. Guter Indienst für Barsch sind immer Muschelbänke. Wenn ihr sowas findet, dann müssten die Barsche auch nicht weit sein. Tja, auch hier kein Biss. Jetzt kommt man natürlich doch ein bisschen ins Grübeln, ob das jetzt hier die richtige Entscheidung ist, gar keine Frage. Ich werde aber jetzt direkt auf die nächste Buhne noch drauf gehen. Wenn es da allerdings wieder keinen Biss gibt, dann ist, glaube ich, eine bessere Entscheidung, das Gewässer zu wechseln. Weil also nicht mal so ein kleiner Zander, der hier mal auf den Gummi einsteigt, das ist nicht so geil. Aber vielleicht klappt es auf der nächsten Buhne und dann sieht die Welt wieder anders aus. Also los. So, neuer Spot, neues Glück. Das ist so eine steile Spundwand, sage ich jetzt mal. Und hier sind so viele kleine Garnelen unterwegs und die werden dann von den Rotaugen oder von den anderen Futterfischen gefressen. Und ich denke mal, dass hier vielleicht auch der eine oder andere Räuber rumschwimmen könnte. Hier ist natürlich ein bisschen weniger Strömung, deswegen angle ich jetzt ein bisschen kleiner und ein bisschen leichter. Und ich hoffe, dass das jetzt klappt mit dem Zander. Okay guys, so the first spot is not delivering. You always expect that the first spot is delivering, so yeah, you feel more relaxed. But yeah, anything can happen. Fish are not here, fish were feeding on the early morning. So yeah, will be a bit of spot hopping, run and gun today. We go straight to the next spot. Let's see if we can find the fish there. Alter, ist das ein Modder hier. Ja, warum die heute nicht gebissen haben, weiß ich nicht. Gestern ging es schnell, aber ich denke mal wegen Rapsen oder so. Wir gucken nachher hier nochmal hin. Ja, vor den Barschfischen werden wir doch nochmal einen kleinen Polder angehen. Da haben wir gestern auch schnell einen Hecht gekriegt, den greifen wir hinten ab. Es liegt ja eh alles auf dem Weg und, ja. Und dann gehen wir Barschangeln. Vielleicht ganz kurz zum Twitchen nochmal. Ihr seht, wenn ich den antwitch, dann kurbel ich ganz, ganz langsam weiter. Das mache ich aus dem Grund, damit ich die schlaffe Schnur einfach ein bisschen aufhole. Ich bewege den Köder dabei nicht, sondern nur die schlaffe Schnur einfach aufrollen, damit, wenn der Biss kommt, ich das wirklich auch mitbekomme. Weil wenn ihr viel schlaffe Schnur habt, dann versäumt ihr das vielleicht mal. In der Regel beim Twitchen hängt er trotzdem, aber ich mache es einfach so, weil man hat direkten Kontakt und ja, schadet zumindest nicht. Bei den meisten haben die ersten Spots nicht geliefert, wie erhofft. Vielleicht macht sich Veits letzter Buhnenversuch jetzt aber doch bezahlt. Fisch, 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 Fisch. Es könnte ein Hecht sein. Also ich glaube, ein Zander ist das nicht. Dafür ist er zu groß. Ein Barsch auch nicht. Bin ich ja gespannt. Das ist die feinere Route. Das wäre ja nicht schlecht. Also jetzt so rein kommt eigentlich nur ein Hecht in Frage. Zum Glück habe ich zumindest nicht die Titanspitze davor. Und hier mit der Atem mit dem L macht das schon Spaß. Ich habe mit der Rute schon mal einen Meterhecht gelandet irgendwann, aber erst mal sehen. Hier hinten. Hol ich mir mal schnell vor. Also ich drille jetzt nicht sehr hart, weil ich habe eine 5 Kilo Titanspitze davor und geflochtene 28er Fluorocarbon dazwischen. Das ist jetzt also kein Abschleppseil sozusagen. Wäre jetzt bitter, den Fisch zu verlieren.
Na, hier kommt. Oh nein, ich hab's gesehen. Es ist eine gehakte Presse. Es ist eine gehakte Presse. Och Mann, ey. Ich habe mich schon gefreut. Leider kein Wertungsfisch, hat gebissen ohnehin nicht. Ach nee. Ja, hier in der Strömung fühlen die sich dann schon manchmal größer an. Das können wir auch ein bisschen härter drillen. Wäre ja zu schön gewesen, um wahr zu sein. Aber auch das gehört dazu. Ah, komm. Ja, weil wenn wir die jetzt keschern, dann drehe ich auf die andere Seite. Oh, bleib hier. Dann verschleimt sie den ganzen Kescher und ich glaube, das ist hier die dann letztendlich doch etwas schonendere Variante. Jetzt sehr schön, wunderbar. Naja, wenigstens entspannt vom Haken gelöst. Ein bisschen Action, das tut ja auch schon mal ganz gut. So Leute, ich muss jetzt aufhören, obwohl es so schön ist. Jetzt ist 9, erste Stunde vorbei. Ich habe 4 Traumfische in der Karte. Was will ich mehr? Das wäre jetzt dumm, Zeit zu verschwenden. Kurzer Side-Fact. Ich habe jetzt hier auch 2 Wobbler zerstört, die man mal gegen die Brücke knallt. Das passiert leider. Bisschen teuer, aber ganz ehrlich, für diese Fische komplett egal. Also wir gehen jetzt zum Hechtangeln. Bis gleich. So, wie ich gesehen habe, bei Anton ist der Plan scheinbar mit den Zandern besser aufgegangen. Petri dazu, echt geile Fische. Ich versuche jetzt hier nochmal einen Hecht erstmal zu bekommen. Im Training hatten wir es hier und ja, vielleicht klappt das jetzt ja endlich. Wir werden jetzt hier immer nur ein paar Würfe machen und immer relativ schnell weitergehen, um einfach hier vielleicht einen schnellen, aktiven Fisch zu finden. Gestern hat es auch schnell geklappt, aber wenn das so klappt wie der erste Plan, ja, dann wollen wir mal gucken. Ruhig bleiben. Guter. Der ist gut. So, jetzt gehen wir ins Wasser, weil der scheint ein bisschen besser zu sein. Nicht, dass wir den verlieren. Oh, der steht richtig gut. Ich weiß nicht, was es ist. Es verhält sich auf jeden Fall. Gramm Rute, ziemlich krumm. Oh. Kann man nicht sein, Alter. Flöte, voll im Strom gestanden, ey. Was soll ich dazu sagen, Leute? Ärgerlich. Aber Fisch ist Fisch. Boah, der hat sich auch gut verkauft, echt. Also muss ich sagen. 54,5. So ein Barsch in der Größe wäre schon sehr geil. Na gut, tun wir ihn zurück. Aber nicht lange rum. Jetzt habe ich hier mein Hecht reportet und habe gesehen, dass es beim Anton echt sehr gut läuft. Er ist schon am Upgraden auf Zander. Ja. So kann es laufen. Wir suchen weiter unseren Barsch. Now I'm trying the crankbait and it's walking through the channel thing. It's something different. In Spain we never do like that, but in the training I had a really nice fish with the Oswald crankbait from Frisas. Doesn't have a name yet because it's new. I think they will call it perch, golden perch, something like that. So yeah, time to move. We go to the next part. When in the training I got a really nice sander, so maybe they are standing there. Ich glaube, das ist der kleine Zander, mit dem ich eigentlich hier schon lange gerechnet habe. Naja, könnte maßig sein. Oh, wird aber ganz, ganz knapp. Ich lande ihn mit der Hand, weil ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe ihn sauber mit der Hand gelandet. Fortuna Shad.
Irgendwann funktioniert er doch immer. Unglaublich, Leute. Der ist gerade so maßig, gerade so 42 cm. So, geht natürlich erstmal ganz schnell wieder zurück und tschüss. Wunderbar, released. Oh, zumindest erstmal ein Wertungsfisch gefangen. Das ist doch, man muss es immer positiv sehen. Das war jetzt also das Kleinste so ungefähr, was passieren konnte. Aber ich freue mich erstmal, da ist ein ganz, ganz kleines bisschen Druck jetzt erstmal weg. Fisch! Fisch! Oh Gott, jetzt habe ich hier tatsächlich einen drauf. Da, direkt hier vorne vorgebissen. Ja! Ja! Der erste Fisch! Oh, gleich ein richtig schöner Zander. Oh, oh Gott, oh Gott. Ich messe den mal ganz schnell. Mir schlägt gerade das Herz zum Halse raus. So. Oh. Jetzt ziemlich weit vorne der Haken. Das ist kein Problem. So. Der ist auf jeden Fall drüber. Ne, liegt vorne an. Ist knapp über die 60,5 rüber. Würde ich sagen 61. Das ist er. Der erste Fisch für mich bei der YPC. Ein richtig schöner Zander. Ja, Vertrauen in den Spot bringt manchmal den Fisch. Und tschüss! Yeah! Geil, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. So, das war gerade auch der Köder gewesen. Das war der Sig Flanker von Berkley in der Farbe Perch. Es ist ja immer so beim Angeln, da liegen wirklich die Gefühle immer so weit auseinander zwischen. Man ist total traurig und fast am Boden, weil das nicht so klappt, wie man sich es vorgestellt hat. Und dann kommt er doch. Dann kommt doch der Fisch und ich bin richtig außer Atem. Aber cool, ich freue mich und ja, vielleicht geht es ja so weiter. Also dieser Debütfisch wurde gebührend gefeiert. Herzlichen Glückwunsch an Fabi, der sich um Zander nun nicht mehr ernsthaft zu sorgen braucht. Für Veit gilt das bislang nur bedingt. Nee, wir machen hier einen Break an der Stelle. Ich werde das Gewässer wechseln, denn obwohl ich jetzt hier wirklich gerne weiter gefischt hätte, weil das Ganze mir riesen Spaß macht, muss ich einfach im Ergebnis sehen, ich habe jetzt hier rund 1,5 Stunden geangelt, nur diesen einen Zanderbiss gehabt, es hat auch sonst keinen Fehlbiss gegeben und das deutet darauf hin, entgegen übrigens dem, was ich so aus der Gruppe entnehme, denn da sind eine ganze Reihe Zander gefangen worden. Ich habe, so wie ich das gesehen habe, vor allen Dingen bei Anton ist es ziemlich gut gelaufen. Der hat einige Zander gehabt, dickes Petri an der Stelle. Glaube ich, dass es zumindest hier auf diesem Gewässerabschnitt heute nicht so gut läuft. Sonst wären da einfach mehr Kontakte gerade von diesen kleinen Fischen gekommen. Darum investiere ich meine Zeit lieber jetzt woanders. Liebe YPC-Zuschauer, gute Neuigkeiten aus dem Hause LMAB. Wir haben ein Update bei unseren Tacklebags und bei den Windowbags. Wir haben einen Customized Deckel hier bei den Backern, einen verstärkten Boden und wasserdichte Reißverschlüsse. Schöne, kleine, neue Details bei diesen Backerns. Und da fragt ihr euch sicher, was müssen wir jetzt mehr bezahlen? Es ist günstiger geworden. Der große kostet 10 Euro weniger UVP, der kleinere hier, die L-Variante, sogar 20 Euro weniger. Und auch bei den Windowbags konnten wir am Preis ein bisschen was machen. 1 Euro nur Unterschied bei der Größe S, 7 Euro Unterschied bei der L. Da sind auf jeden Fall geile Zubehörartikel für euch jetzt wieder in Hülle und Fülle verfügbar. Viel Spaß bei eurem Fachhändler oder bei Hecht & Barsch online. Es gibt keinen anderen Köder, mit dem ich mehr große Zander und große Hechte gefangen habe, als mit dem Fat Bluey. Und wir haben uns gedacht, wie können wir die Farbpalette ein bisschen erweitern? Und dann kam mir die Idee, wir bringen die Flash Series raus. 4 neue Dekore, die nicht nur eine reflektierende Folie im Bauch haben, sondern diese Folie sorgt auch für Geräusche unter Wasser. Bei extrem viel Sonne fische ich gerne violette Köder, darauf stehen die dicken Muttis. Und dafür haben wir jetzt den Midnight Storm, wir haben ein
lilanen Rücken mit ein paar blauen Schuppen auf der Seite und die Folie im Bauch macht den Rest im Wasser. Mit der Farbe Razor Roach haben wir ein Rotauge, etwas natürlicher gehalten, für gute Sichtverhältnisse unter Wasser, falls die Muttis zickig sind. Das dritte Dekor ist angelehnt an ein Hecht. Der Name verrät's, mit Grandma's Mistake überlistet ihr auch den erfahrensten Hecht im Teich. Wir haben hier ein sehr natürliches Dekor und die Folie schimmert grünlich auf, so wie ein echter Hecht im Wasser. Das A-Team wird komplettiert mit der Farbe Sour Snapper. Sehr auffälliges Dekor, perfekt für die Abendstunden oder für das trübe Wasser, denn da wird dieser Köder von den dicken Muttis auch wahrgenommen. Diese 4 neuen Dekore gibt es in den Größen 9, 11, 14 und 18 cm. Ab sofort bei Hecht und Barsch. Check ab, welcher Köder zu dir passt. Das ist was richtig Krasses hier. Das muss mal so ein alter Gullideckel oder sowas. Was ist denn das? Alter Reifen. Guck dir das an. Einen alten Reifen. So. Jetzt hat der Frenzel hier erstmal einen alten Autoreifen gefangen. Ja. Das ist krass. Auf jeden Fall, meine Schnur hat gehalten, mein Material ist gut, dass man hier sogar so einen Autoreifen mit der Zander-Kombi rauskurbeln kann. Ja, und du siehst, hier ist auf jeden Fall viel Leben im Wasser. Hier sind so Dreiecksmuscheln drauf. Ich hoffe, die heißen so. Ich kenne mich eher mit Fischen aus als mit Muscheln. Aber naja, also ein bisschen die Biologie erklärt. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich lasse den Reifen jetzt einfach mal hier an Land liegen. Dann kann der entsorgt werden und landet auf jeden Fall nicht wieder im Gewässer. Da hier offensichtlich nur Autoreifen beißen, wie man sieht, ist es jetzt wieder Zeit für einen Spotwechsel. Ich fahre noch mal weiter. Jetzt geht's an Polder und dort versuche ich einen Hecht zu fangen. Einmal auf Natural Perch wechseln. Und ein bisschen schwerer, weil ich zu langsam bin. Machen wir gleich in 10. Was soll der Geiz? Es gibt im Köder mehr Action, mehr Schnelligkeit unter Wasser. Weil das nämlich auch manchmal, wenn der Köder zu langsam geführt wird, die Fische haben dann zu viel Zeit, sich den in Ruhe anzugucken. Deswegen jetzt ein bisschen zackiger. A, weil wir dann schneller unterwegs sind und ich mehr Strecke machen kann. Und B auch eben aus dem gerade erklärten Grund. Und ich kann noch direkter unter der Rutenspitze angeln. Was bei dieser Art der Angelei auf jeden Fall von Vorteil ist wegen der Anhiebe. Ich muss jetzt leider Spundwandschleppen machen, weil, wie gesagt, der Platz, den ich eigentlich angeln wollte, von 2 Leuten besetzt war. Sonst hätte ich den ganz in Ruhe ausgejiggt. Aber jetzt muss ich irgendwie auf Seitenstrecken ausweichen, was mich natürlich ein bisschen ärgert, aber am Ende, ey, das Wasser ist für alle da. Wer zuerst kommt, fängt zuerst. Den Natural Perch werden wir heute auf jeden Fall auch noch ein bisschen öfter oder ein paar Mal öfter sehen. Biss gehabt. Ja, das ist jetzt das Problem mit der Sonne. Die Zander, das wird schwierig. Wenn wir Glück haben, kriegen wir auf der Schattenseite, also hier gleich um die Kurve, fällt der Schatten der Spundwand ein bisschen länger. Vielleicht kriegen wir da noch einen. Aber insgeheim hoffe ich auch ein bisschen auf einen Hecht. Schon wieder ein Biss gehabt. Das sind bestimmt kleine Barsche. An so Spundwänden ist es immer zu empfehlen, die Würfe bis zur Spundwand auspendeln zu lassen, weil die manchmal wirklich hier vorne dann zuschnappen. Hot! Das war ein Zander. Oh. Alter, hat nochmal gebissen. Glaubst du es? Naja, solange es beißt, ist mir fast recht. Oh, Junge.
Das kann nicht wahr sein, Alter. Das war kein schlechter Fisch. Wie kann der nicht hängen? Oh, wie kann der nicht hängen? Jetzt. Ja. Yes! Der ist besser. Der ist schön. Der ist schön, der ist schön. Ja. 7,5, 59. Da präsentiert der Gute sich auch noch super. Da fällt aber was von mir ab, Leute, das sage ich euch. Der geht natürlich jetzt schnell zurück. Fantastischer Fisch. Wie geil dunkel die gefärbt sind. Noch keine Zeit für Regen. Ja, und wie ich es vorhin schon erwähnt habe, schwerer, schneller, zackiger unterwegs, auch wenn die Bisse dann recht zaghaft kommen eigentlich, aber der hing jetzt zum Glück mal. Ich hoffe, dass wir noch einen kriegen. Und dann können wir nämlich entspannt Hechtangeln gehen. Es sei denn, es beißt noch mal, also es beißt noch ein bisschen weiter, dann haben wir so eine Regel, auch damals mit Johannes. Wenn es beißt, bleiben wir noch 15 Minuten mehr. Wenn dann kein Biss mehr kommt, dann hauen wir ab. Und so halte ich es auch. Obwohl er sich lange hat bitten lassen, ist das natürlich ein super wichtiger Fisch für Enrico. Der Spundwandmarsch hat sich also schon gelohnt. Zeitgleich macht Kevin an der Packung kehrt. So, wie gesagt, den Hinweg haben wir jetzt mit dem Jigspinner gemacht. Jetzt machen wir den Rückweg mit dem Chatterbait und fischen die flache Kante ab vor den Steinen. Den Multivibe getrailert mit dem Perch Shad in Gold Orange. Einfach rein, einkurbeln. Dann mache ich mal eine kurze Pause, lasse ihn wieder ein bisschen absinken und fange wieder an zu kurbeln. Ich mache meistens so 3 Sekunden, dass er einfach wieder auf die Tiefe kommt, wo ich ihn haben will. So, und jetzt suchen wir einfach mit dem die flachen Bereiche ab. So, und das machen wir jetzt den Rückweg zu der Buhne hinten. Und dann fischen wir da hinten noch den Buhnenkessel ein bisschen aus. Und wenn bis dahin nichts geht, dann überlegen wir uns was anderes. Okay Leute, wir sind jetzt am Hechtgewässer. Ich habe jetzt hier 2 Routen dabei. Einmal die Black Arrow G4 Musky in 2,30 Meter bis 220 Gramm Wurfgewicht. Hier fische ich eine Maus, Hero Lure Maker, ausgerüstet mit BKK-Haken natürlich. Und hier die Absolut Sharpshoot für ein bisschen kleinere Köder. Hier kann ich meinen Twitchbait auch durchballern. Wir schauen jetzt einfach, was hier geht. Drückt mir die Daumen, dass wir jetzt gleich 1, 2 Hechte fangen. Und ja, wir geben jetzt Gas. So, ich wechsle jetzt mal von der Maus auf unsere neuen kleinen Chatterbaits. Oder das ist der Crazy Rabbit, den wollte ich gar nicht. Den wollte ich haben. Das ist unser Chatterbait. Vielleicht funktionieren Köder mit ein bisschen mehr Druck oder einer anderen Aktion ein bisschen besser. Und wenn das nicht klappt, dann gehen wir schnell weg, weil wir brauchen die Barsche hier in dieser Zone. Bei dem anderen, da habe ich zwar einen See, aber ob der funktioniert, den bin ich 3-mal angefahren, 2-mal hat es geklappt und einmal nicht. Von daher probieren wir es weiter. Also ich bin immer noch der gleiche, ich sehe nur ein bisschen anders aus. Das Schöne ist jetzt, wenn man am Polder unterwegs ist und man hat hier so viel Vegetation, dann bin ich mit einer Warthose deutlich flexibler. Also das heißt nicht, ich habe eine Warthose an, um ins Wasser zu gehen, aber sie schützt mich halt. Und gerade wenn es auch mal, es hat heute Nacht geregnet, dann ist man auf jeden Fall ziemlich gut unterwegs. Und das ist jetzt meine Strategie. Hier gibt es viele Seerosen. Die laufe ich jetzt ab, die ganzen Felder, die ganzen Polder und angel erstmal mit dem Köder. Der macht richtig viel Krawall, richtig viel Druck. Das ist ein Spinnerbait mit einem Kite-Shad als Köder und darauf setze ich jetzt vielleicht einen schönen Hecht zu fangen. Wir haben ja heute Pfingstmontag und es ist genau das eingetreten, was ich mir gedacht habe. Es sind ziemlich viele Angler unterwegs und der Spot hier, das ist auch ein etwas markanterer Spot, ein Wehr. Da sind jetzt schon 2 Leute, die hier ziemlich intensiv fischen. Den will ich auch ehrlich gesagt gar nicht in die Quere kommen. Deswegen entscheide ich mich direkt dafür, hier ein bisschen weiter stromabwärts zu fischen. Ich habe es hier auf Hecht abgesehen. Barsch ist auch möglich. Das ist der Randale Max Chatterbait und dazu als Trailer der Zander Twist. Ich werde einfach mal schauen, ob die Fische hier jetzt ein bisschen aktiver sind.
plan. I think. I don't know. Pull it. Oh nee! Beim Hochkurbeln. Ja, war nicht. Bist du bescheuert. Biss gehabt. Das ist ein Barsch-Sein. Das ist ein Barsch, ganz knapp. Ausgeklappter Kescher wäre besser gewesen, aber auch so. Zierfisch Nummer 2, ich freue mich, auch wenn das kein Riese ist, aber das war, siehst du schon ab. Das ist genau das, warum ich jetzt hier mit Chatterbait auch hergegangen bin, um einfach einen schnellen Biss zu bekommen. So, der ist über 32,5. Damit ist es ein 33 cm langer Barsch. Ganz schön ramponiert ist er. Und er darf jetzt sofort wieder rein. Ich freue mich drüber, auch wenn es kein Riese ist. Sehr schön, freue ich mich. 2 Fischarten. Das war für heute mein absolutes Minimalziel. Das habe ich schon erreicht. Der Zander natürlich sehr klein. Der Barsch jetzt auch nicht weltbewegend, aber lieber haben als brauchen. Das stimmt allerdings, zumal die allgemeine Bilanz kurz vor der Halbzeit recht überschaubar bleibt. Der vielversprechenden Vorbereitung zum Trotz erinnert beim armen César doch einiges ans letzte Jahr. We changed the plan, okay? Because the Sunday spots were not, I don't know, no contact, nothing, absolutely nothing. So yeah, we have to think quick, change the plan. Now we are going for pike directly. There's a possibility we catch some sander here today because we got I got a couple of good ones during the training. Really unexpected, but they are around here. But yeah, now go for the pike. Then we will see about the sander because yeah, this morning they were not in the mood. Maybe they are a bit later. And you know how the pike works, can come anytime when the activity window. We will see. We will see. But I need a fish. You know, to be more confident. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir machen jetzt einen Spotwechsel. Jetzt geht es richtig auf Hecht. Der Plan hier ist, also ich muss sagen, viel besser aufgegangen, als es im Training war. Aber natürlich im Training fischt man nicht so fokussiert und auch nicht so lange. Und ich wäre froh gewesen mit einem Zander in der Karte, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Auch dem Training so ein bisschen geschuldet, diese Aussage. Aber jetzt sind es 3 geworden. 2 kleine, aber immerhin 3 Fische in der Karte. Und nochmal, wie am Anfang gesagt, wer weiß, wofür die Fische gut sind am Ende. Kann ja einem den Allerwertesten retten, so ein 47er oder sowas. Aber jetzt gehen wir Hechtangeln. Also, let's go. Während Enrico sich zum Hechtangeln aufmacht, stößt Sven auf mittelbare Konkurrenz aus Gruppe D. Hey! Habt ihr schon was gehabt? Ja. Nee, beiden ersten Spots haben nicht funktioniert. Ah, ihr macht noch Training, ne? Ja. Sonst hätte sie dir nichts gesagt. Ja, dann bin ich ganz entspannt. Ja, haben wir noch ein gutes Training. Ja, viel Glück, ne? Ja, danke. Tschüss. Jetzt sind wir nach einem langen Fußmarsch hier auch endlich mal am Spot angekommen. Ja, als wir hier angekommen sind, haben wir die Jungs und Mädels hier vom Duo schon getroffen. Die machen noch Pre-Fishing. Die haben wahrscheinlich auch schon rausgefunden, dass man hier die Barsche fängt. Wie gesagt, haben sie gerade nicht. Ja, ich werde jetzt erstmal mit einem Jigspinner starten. Ist jetzt nicht mein favorisierter Köder. Aber zum Suchen, wo sie sind, ist das Ding immer gut. Und deswegen werde ich mit denen jetzt erstmal ranmachen. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert.
Mist. Oh, hat er sich doch geknallt. Ein Hecht. Kleiner Spritzer wieder. Hätten wir doch besser Topwater weiter gefischt. Scheiße. War ich nicht schnell genug. Ah, egal, Fisch ist Fisch. Zack. Wieder schön im Chatterbait. In der Farbe Ayo, ne? Wie ich sag, bei der Sonne. Das Flanken von dem Gold, das kommt richtig gut durch. Ne? Vorne liegt er an 52. Ja, 52 cm. Lass mal zurück. Ganz schön spritzig, die Kleinen, ne? Kann's wieder gehen. Schön. Hätten wir doch schnell auf Topwater gewechselt und hätten ihn dann nochmal angeboten. Aber er hat beim Reinziehen hat er sich den Chatterbait geschnappt. Gucken wir mal. Noch einen kriegen. So, ein Barsch hat mir das Gewässer hier gebracht, immerhin. Da freue ich mich drüber. Das macht den Rest des Tages für mich jetzt auch ein bisschen entspannter, obwohl ich natürlich sehr an den Fischgrößen arbeiten muss. Aber ich werde jetzt versuchen, noch relativ viele Spots heute anzusteuern und hoffen, dass ich dort vielleicht irgendwo auch noch einen weiteren Barsch, einen Hecht oder auch noch einen Zander fange. Also an den meisten Stellen, wo ich fische, ist alles möglich und ich hole jetzt alles raus. Also, auf geht's. Veit ist ganz schön auf Achse. Ein paar Sekündchen für die Anhängerschaft hat der Hallenser aber immer. Jawohl, super. Alles klar, maximale Erfolge, Schaui. I would say I don't feel confident. But yeah, when the plans start to going, like not working, yeah, you will feel a bit like, hey, something wrong with me, something wrong with the fish, what's going on? But yeah, it's what I said, the mind game. You have to keep cool. So wie ihr seht, auch eine Warthose ist am Polder wichtig. Der erste Stretch war jetzt tatsächlich nichts. Die haben irgendwie die Schnäbel ein bisschen zu. Aber ich mache mir keinen Kopf. Wir haben eigentlich noch genügend Zeit. Wir werden jetzt einfach Strecke machen und schauen, dass auf dem Weg ja, vielleicht ein, zwei dabei rauskommen. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Irgendwann muss einer kommen. Es sind auf jeden Fall einige hier drin. Also irgendwie will das hier nicht klappen mit meinem Polderhecht, aber ich habe irgendwie trotzdem ein richtig gutes Gefühl an den beiden Zanderspots, an denen ich war vorhin. Auch wenn ja, vielleicht die Gegebenheiten, die Situation vielleicht nicht genau gepasst hat. Ja, wir hatten keinen Wind gehabt, wir hatten viel Sonne und jetzt zieht es einfach zu. Es wird wieder bewölkt und vielleicht bekomme ich da nochmal eine neue Chance. Also ich fahre nochmal zu meinen alten Zanderspots, angel die beiden nochmal ab und danach werde ich wahrscheinlich eine andere Strategie fahren. Neue Stelle, neue Welle, Leute. Die Farbe hat sich nicht großartig verändert. Ich werde aber vielleicht ein bisschen durchwechseln. Auch wieder die gleichen Farbtypen angeln. Also erstmal so grell, ein bisschen gedeckter ins grünliche, gelbliche und dann vielleicht ins weißliche. Genau. Und ihr seht schon, Stationärrolle oder Stationär-Route-Rolle-Kombo zum Hechtangeln bedeutet, dass wir schon auch ein bisschen jiggen werden. Und zum Spot erzähle ich dann gleich vielleicht auch was, wenn ich mich ein bisschen eingeangelt habe. Aber jetzt geht's erstmal los. Am neuen Spot angekommen, einfach ein paar Meter flussaufwärts gefahren. Und dann machen wir jetzt dasselbe, was wir unten auch gemacht haben. Versuchen jetzt den Barsch zu fangen. Hinten haben wir noch einen, was heißt ein Einlauf, das war so ein kleiner Hafen. Vielleicht fischen wir da noch ein bisschen aus. Jetzt gehen wir erstmal ins Wasser und versuchen unseren Fisch zu fangen. Und das noch motivieren? Ich bin auf jeden Fall motiviert. Muss, das gehört ja dazu. Ne? Dass die Fische nicht so wollen, wie wir wollen. Ich habe mir jetzt hier einen Zusammenfluss von 2 Kanälen gesucht, dazu eine große Brücke. Angesichts der vielen Angler, die hier rundherum sind, ist die Stelle sehr beliebt. Ich habe hier auch schon schöne Barsche gefangen und ich versuche es einfach mal. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Für die ersten Würfe mit Topwater. Der Little Splash, den habe ich ja vorhin schon mal probiert, der hat noch nichts gebracht. Das soll jetzt besser werden. Direkt hier an der Spundwand lang. Das ist eigentlich auch so eine Geschichte, wo man schon bei den ersten Würfen meistens weiß, ob das dann klappt oder eben nicht klappt.
Also wenn da keine sofortige Reaktion kommt, braucht man das auch nicht Ewigkeiten auszudehnen normalerweise. Aber manchmal. Das war ein Biss. Bin mir nicht ganz sicher. Ah, yes! Ich hab einen, aber ich glaube, der ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Oh. Na komm, Scheiße. Zack. Auf jeden Fall mein erster Topwater-Fisch im YPC, aber ich schätze wirklich, der muss ja trotzdem 22 cm sein. Ich lege ihn ganz kurz drauf, das Geld ist auch noch nass. Nee, ist eindeutig zu klein. Können wir gleich wieder reinschmeißen hier. Ganz vorsichtig. Und tschüss. Schade, Mensch. Hätte der nicht ein paar Zentimeter größer sein können, dann wären es 10 Punkte gewesen. Aber Barsche sind schon mal da. Es hat auch einer gebissen. Jetzt hole ich mir den großen. It's a small one, but still, it's a fish. I think it's sizable. 50 confirmed. 50. Man, it's a small fish, but it's a fish. And I needed that for my confidence. So this is the S Petit soft jerk. The medium size is 10 centimeters. And you know this V-tail with this small thing, make it balance on the current. Yeah, perfect for the drop shot. Yeah, cool, it's working. Maybe I'll keep trying here, but I think it's the end of the episode. So guys, thanks for watching. I know it was not really much action from me. I think the other guys are catching. Yeah, so I have to speed up with my fishing. So, bye bye. Da ist er endlich, Césars erster Wertungsfisch im YPC Bank. Es sei ihm von Herzen gegönnt, zumal Petrus heute keine Geschenke verteilt. Anton und Enrico haben die morgendliche Aktivitätsphase der Zander am besten genutzt. Fabi hat immerhin einen starken Turnierfisch auf dem Board. Kevin, Veit und César müssen sich aktuell noch mit kleinen Exemplaren zufrieden geben, während bei Sven bislang noch gar nichts los war. Tapfer Start für den Bremer Förder, und wenn man sich dieses lückenhafte Tableau mal im Ganzen besieht, wird Enricos anfängliche Prognose immer wahrscheinlicher. Jeder noch so kleine maßige Fisch könnte in dieser Gruppe richtig wichtig werden. Bevor darüber aber wirklich eine Aussage getroffen werden kann, dauert's noch eine Weile. In der nächsten Episode wird erstmal die beste Ausgangslage für den zweiten Angeltag ausgefochten. Nächsten Sonntag um 18 Uhr geht's weiter. Ich wünsche euch eine super Woche. Macht's gut und ciao!